Ich war mit meinen Kindern am Tag der Ausbildung, gerade am Wochenende. Ich hatte das Glück, meinen Kindern so ein bisschen die Stahlerzeugung auch zu zeigen, mit dem Bus durch die Hütte zu fahren. Und wir gehen durch die Hütte. Und er sagt, Papa, Stahl ist ganz schön geil. Es ist total beeindruckend, bei der Stahlerzeugung dabei zu sein. Das Gefühl, am Hochofen zu stehen, die Geräusche, die Kulisse, das Vibrieren am Bauch ist total beeindruckend. Wir machen die Hütte zukunftsfit und wir transformieren ein bestehendes integriertes Hüttenwerk, machen es zukunftsfähig für die nächsten Jahrzehnte, die da kommen. In Europa bislang so einzigartig in der konkreten Umsetzung. Dres & Sommer hat uns in einer schwierigen Situation unterstützt und hat das Projekt verfolgt, als wäre es ihr eigenes. Grundsätzlich wird sich in der neuen Prozessroute im Vergleich zum vorherigen Prozess ändern, dass anstelle Roheisen werden wir in Pelletform das direkt reduzierte Eisen über eine stickstoffgefüllte Leitung an den Elektrolytbogenofen schicken und die Pellets sind ungefähr so groß, ca. 1,5–2 Zentimeter, die dann dort rüber transportiert werden. Ja, die größten Herausforderungen aus meiner Sicht ist die Bewältigung der Masse. Das ist sowohl die Masse an Informationen, die in solch einem Projekt kursiert, und die Massen dann auch draußen auf der Baustelle. Dem sind wir Herr geworden, haben versucht, dem Herr zu werden, indem wir eine Aufbau- und eine Ablauforganisation mit dem Kunden zusammen aufgesetzt haben. Ich mache jetzt 15 Jahre Großprojekte für und mit Dres & Sommer und auf dem Level und auf dieser Augenhöhe habe ich Projekte bisher noch nicht erlebt. Es ist ein Jahrhundertprojekt mit ganz speziellen und besonderen Herausforderungen, in welchem viel Herzblut geflossen ist. Ein ganz besonderer Moment, der mir in Erinnerung geblieben ist, war tatsächlich, als der große Hub von Teil 3 und 4 von dem Reaktorturm eingebracht wurde, als wir dann tatsächlich 425 Tonnen in der Luft schweben gesehen haben. Das war einmalig. Stahl als Grundstoff für die Bauindustrie, für die Automobilindustrie, für die weiße Ware Haushaltsanwendungen ist ein elementar wichtiger Grundstoff, unendlich recycelbar. Auf der anderen Seite ist grüner Stahl aber auch deswegen relevant, weil wir für den Anteil, wo wir noch Erze brauchen, um neuen Stahl zu generieren, wir ihn herstellen können, ohne CO2-Ausstoß zu machen. In der neuen Stufe 1 von SALCOS werden wir hauptsächlich mit Erdgas und Wasserstoff im Gemisch die CO2-Ausstöße um ca. 60% reduzieren können. Also die größten organisatorischen Herausforderungen, die wir tatsächlich in diesem Projekt hatten, waren die jeweiligen Abteilungen zusammenzubringen. Nicht nur salzgitterseitig, aber auch die Baufirmen und die Anlagenbauer zusammen an einem Tisch die Lösung hervorzubringen. Ich werde schon traurig wohl wissen, dass das Projekt wahrscheinlich für uns dann irgendwann mal zu Ende nimmt, weil es ist ein kleines Kind geworden. Wir sind gestern noch Teil des Problems, wir sind aber morgen Teil der Lösung. Und Dekarbonisierung bedeutet für uns, einfach 8 Millionen Tonnen CO2 in der Zukunft nicht mehr auszustoßen, dadurch, dass wir sie konkret vermeiden.